Die Linke zu Fuß. Habt ihr euch nicht auch schon die Frage gestellt, wie man eigentlich richtig reagiert, wenn zum Beispiel Laub auf der Straße liegt oder Dreck? Ob diese großen schwarzen Flecken, die beispielsweise von Äpfeln kommen, wirklich rutschig sind? Und was ich machen sollte, wenn mein Reifen tatsächlich wegrutscht? Und zuletzt vielleicht auch die Frage, was ist denn eigentlich der richtige Reifen für den Herbst? Diese Fragen werden wir in diesem Video beantworten. Bleibt dran, bis gleich. Jetzt haben wir natürlich im Herbst nicht nur immer die schönen Temperaturen, sondern natürlich auch wirklich die kalten. Das Wetter ist ein bisschen doof, ihr seht es auch im Hintergrund. Heute ist ein bewölkter Tag und unter anderem liegt auch auf der Straße, wie zum Beispiel sowas. Laub, sehr viel Laub sogar. Und da muss man richtig aufpassen. Wie man dabei aufpassen muss, da kommen wir gleich dazu. Das zeige ich euch hier auf dem Übungsplatz. Zuallererst gibt es natürlich zu wissen, dass beim Laub habt ihr natürlich auch die große Gefahr, dass Laub wirklich, feucht ist. Da rutscht euer Reifen ganz besonders schnell weg und vor allem, wenn mehrere Laubblätter übereinander liegen, dann habt ihr wirklich hohe Gefahr, dass auch da der Reifen wegschmiert. Deswegen müsst ihr wirklich mit dem Blick auch sauber arbeiten, dass ihr Laub oder andere Blätter schon im Voraus seht, bevor ihr eine Kurve fahrt. Also, wir sind hier jetzt auf dem Übungsplatz. Ich habe mir jetzt gerade hier eine Fläche rausgesucht und habe auch einen Laubhaufen hinter mir stehen. Und was ich euch demonstrieren möchte, ich hoffe, die Kamera nimmt es richtig auf und ich muss wenig Versuche machen, wie rutschig eigentlich Laub ist. Und das zeige ich euch mal kurz. So. Was wir jetzt machen, ist einfach mal auf den Haufen zuzufahren und ganz leicht zu bremsen. Vorne. Habt ihr es gehört? Keine Chance. Also wirklich, der Reifen bleibt locker flockig stehen. So, das gleiche nochmal kurz. Ich bremse ganz leicht, also wirklich 10%. Und der Reifen bleibt stehen. So, jetzt haben wir natürlich in der Regel solche Haufen nicht, also die Blätter verteilen sich. Allerdings, wenn ihr mal wirklich unter so einem Baum guckt und da längere Zeit kein Auto mehr gefahren ist, so, jetzt hat man es richtig gut gesehen. Dann haben wir auch hier natürlich das Problem, dass es nicht nur einzelne Haufen sind, sondern auch wirklich verteilt ist, wie zum Beispiel jetzt gerade. Jetzt liegt natürlich nicht nur das Laub irgendwie willkürlich rum, sondern es kann über die ganze Fahrbahnbreite verstreut sein oder auch über die Länge. Ich habe jetzt mal einen Streifen aufgebaut, der ein bisschen über die Länge geht. Und man merkt richtig schön, wenn man da drüber fährt, der Reifen null Grip, ich sag's euch wirklich, null Grip. Vorne klappt mir sofort das Vorderrad ein bisschen ein. Ich zeig's nochmal. So, jetzt habe ich ein bisschen stärker gebremst und ihr müsstet jetzt auch richtig schön sehen. Ja, man sieht es jetzt richtig gut. Hier. Diese ganze Breite hier, das sind jetzt ungefähr, keine Ahnung, 2-3 Meter, 2,5. Ihr seht es richtig, wie sich da der Bremsweg verlängert und das nur bei so einem kleinen Stück. Also ihr merkt auch schon richtig, wie der natürlich der Bremsweg größer wird und wie ihr einfach aufpassen müsst. Und es sind jetzt bei Gott nicht so viele Blätter. Also man sieht es auch hier richtig schön. Das drückt sich natürlich und das ist ganz gefährlich, dass das natürlich so richtig schön sich in den Asphalt reinarbeitet. Wir haben hier tatsächlich jetzt gerade hier hinten schon wieder Asphalt, aber dieses Stück reicht halt aus, vor allem auch gerade bei kalten Reifen, dass wir hier einen deutlich längeren Bremsweg haben. Und das kann wirklich euch zum Problem werden. Jetzt haben wir natürlich nicht nur so Idealbedingungen wie hier auf dem Übungsplatz, sondern wir sind natürlich auch auf der Landstraße unterwegs. Und da ist tatsächlich einfach auch das Thema, dass wir natürlich auch Kurven fahren.
Und wenn wir da mal ein bisschen drüber fahren, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass auch hier der Reifen einfach super schnell abhaut. Ich versuche es euch mal zu demonstrieren. So, da hat es mich tatsächlich echt versetzt. Und deswegen solltet ihr natürlich auch hier... So, wieder versetzt. Also, ich hoffe, es wird auf der Kamera klar. Ich gebe jetzt gerade hier mein Bestes als Standfahrer. Genau. Ist der Herbst nicht eine geile Jahreszeit? Wenn da nicht solche Früchte wären wie die Äpfel oder Birnen, die teilweise auf der Straße durch Autos, Traktoren oder auch durch Motorradfahrer zerdrückt werden. Apfel! Yeah! Das Problem, das sich hieraus ergibt, wenn dieser Apfel zerdrückt wird, ist, dass natürlich der ganze Apfel auf der Fahrbahn verstreut ist. Deswegen wird das Ganze relativ rutschig, wenn ihr über ein Stück Apfel drüber fahrt oder auch, weil die Straße einfach feucht ist. Deswegen ist mein Tipp einfach an euch, wenn ihr solche Flecke seht wie diesen schwarzen hier, tut einfach ein bisschen langsamer. Es kann rutschig sein, es muss aber nicht. Aber damit ihr sicher unterwegs seid, nehmt etwas Geschwindigkeit raus. Und was ich auch ganz gerne mache, vor allem in solchen Bereichen wie diesen, die durch so eine leichte Kurve gehen, versucht ein bisschen an Schräglage zu reduzieren. Stellt das Motorrad gerne ein bisschen auf, damit habt ihr noch weniger Probleme zu rutschen. Im Herbst kann es tatsächlich relativ schnell kalt werden. Deswegen solltet ihr auch darauf achten, dass ihr die richtige Kleidung anhabt. Ihr solltet wirklich windgeschützt sein bzw. warm angezogen sein. Weil wenn es euch wirklich zu kalt wird, dann kann es sein, dass ihr sehr schnell unkonzentriert werdet. Natürlich ist es nicht nur wichtig, den schönsten Helm der Welt zu tragen, sondern auch das richtige Visier. Packt auf jeden Fall ein durchsichtiges Visier ein, wenn ihr mal später abends nach Hause kommt. Scheiße. Ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding. Und auch die Reifenwahl ist extrem wichtig. Es kann vorkommen, dass es kalt ist, es kann vorkommen auch, dass es nass ist. Da hilft es euch nicht, den neuesten Supersportreifen drauf zu haben, Super Corsa oder ähnliches, sondern ihr solltet natürlich auch darauf achten, dass ihr einen Touring-Sport-Reifen drauf habt, der auch in den unteren Temperaturbereichen funktioniert. Mein Tipp beispielsweise hier ist wirklich der Conti Road-Attack 3, der meiner Meinung nach ein super Reifen ist, zwar mittlerweile etwas teurer geworden ist, dafür habt ihr gute Sicherheit auf dem Motorrad. Ich hoffe, euch helfen die Tipps und Tricks weiter. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch einmal meinen YouTube-Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Antenne!